Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Outer Worlds. Entschuldigung, das sind noch die Nachwehen vom Zeug. Das war da. Oh Mann, das Ding, das Zeug ballert ganz schön, was die uns da gegeben hat. Oh, holla, die Waldfee. Oh. Ja, das Zeug, das wir in der letzten Folge bekommen haben, das hat ja ganz schön geballert. Von dieser lustigen Einsiedlerin, die mit ihren komischen Dreads und allem drum und dran, mit ihrer lustigen Rastafari-Mütze und allem drum und dran. Sanchia Graham, ich glaube, da müssen wir da zum Schiff rüber. Landeplatz, ja, gehen wir mal zum Landeplatz. Also wir haben mit Hilfe von komischen Substanzen haben wir halt, ja, unser Selbst gefunden, weil ohne das Zeug hätten wir es nicht geschafft. Ne? Man braucht immer bewusstseinserweiternde Substanzen. Ne? Ich will jetzt nicht Drogen sagen, aber es waren Drogen. Ohne Drogen hätten wir es nicht geschafft. Deswegen, Kinder, wenn ihr irgendwelche Fragen geblieben habt und wirklich nach Antworten sucht, egal in welchen Belangen, ne? Drogen. Einfach jede Menge Drogen ballern, ne? Das hilft. Nee, ja nicht. Ja nicht. Oh Mann. Es gibt ja tatsächlich Leute, die das, es gibt ja sogar, glaube ich, diese Naturvölker. Ätherwellenserie. Nein, es gibt ja tatsächlich auch Religionen, ne, die halt eben so die Friedenspfeife rauchen und sich dann Gott näher fühlen, ne? Weil sie Gott sonst wahrscheinlich überhaupt nicht sehen, ne? Landeplatz Fallbrook, Stella Bay, war der freies Monarchen, jetzt haben wir ja die Hauptmission wieder. Begleitauftrag Base nicht, da können wir noch nicht hin. Finde Kleidung für Pavati. Da müssen wir nach. Ja, da können wir noch nicht hin. Da haben wir noch keine Koordinaten. Das heißt, wir müssen Fraktionsauftrag, das letzte Experiment der Chimärikerin. Ist keine Chemikerin, ist eine Chimärikerin. Machen wir die Quest mal. Dann die Aufträge und dann mal radiofreies Monarch, ne? So, müssen wir da hin. Sind wir zufälligerweise schon... Das Zuhause von Eva Chartrand befindet sich in Byzantium. Lilia hat dir eine Schlüsselkarte für die Vordertür gegeben. Byzantium, sind wir in Byzantium? Ich weiß gerade nicht. Wo sind wir? Byzantium. Wo müssen wir hin? Da müssen wir nicht hin. Hä? Können wir es nicht auf der Karte anzeigen? Byzantium, wo ist denn Byzantium? Byzantium. Roseway, nee, das ist das Labor, Groundbreaker. Mir wird halt nichts angezeigt, ne? Hä? Die Beweise, die du in Cascadia und auf der HFS gefunden hast, hat Lilia Hagen überzeugt, dass Dr. Ava Charted der Mittelpunkt dieser außerirdischen Invasion-Verschwörung ist. Sie will, dass Chartrand zum Wohle der Menschheit getötet wird. Chartrand ist vom Vorstand bezahlte Chimärikerin, eine Wissenschaftlerin, die das Nuklein von Pflanzen und Geschöpfen von der Erde so verändert, dass sie auf Koloniewelten überleben können. Aber wo ist sie? In Byzantium. Wo ist Byzantium? Mir wird hier nichts angezeigt. Ach. Inaktive Aufträge. Waffen der endlosen Leere und Monarch. Das wird mir nicht angezeigt, ne? Komisch. Machen wir halt was anderes. Der Bruder Grimm. Ja, die haben wir abgeschlossen. Ortregion. Ja, Byzantium. Aber wo ist Byzantium? Ah, Byzantium ist die Welt, ne? Byzantium ist die Welt, aber... Irgendwie haben wir die nicht. Komisch. Machen wir einfach mal... Neueste nach Auftragsart. Der Bruder Grimm. Machen wir mal die. Ja, Monarch, da können wir hin.
Cascadia, wo müssen wir... Ah. Ja, steht nicht genau, wo wir hin müssen. Das steht hier nicht genau. Alles klar. Wir müssen zwar nach Byzantium, aber hey. Ist das eine Parkuhr? Sieht aus wie eine Parkuhr. Okay, da müssen wir relativ weit. Stellar Bay. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt. Jetzt bin ich fast in den Aufnahmeknopf gekommen. Weil ich mache das halt immer, wenn ich mich räusper oder sonst irgendwas, dann will ich das nicht in das Mikro reinmachen, dann mache ich da meistens eben Mute-Button mit ZT fest. Da hätte ich eben fast jetzt den Aufnahme-Button geklickt und die Aufnahme abgebrochen. Wäre doof gewesen, hätte ich schneiden müssen. Silia. Silia, ne? Greetings. And Greetings. welcome to Monarch Stellar Industries, producers and purveyors of the finest salt tuna in Halcyon. What can I do for you today? Gib mir all dein Geld. Nee, worum ging es in dem Gespräch gerade? Hast du Geldprobleme? Grimm hat mich gebeten, dich nach seinem Wurfballposter zu fragen. Na, ich sehe mich nur um. Ja, Black Shard. Ne? Also Muttertag war das. Mit dem Hustinettenbär. Warum ging es in dem Gespräch gerade? Hast du Geldprobleme? Not at all. Mr. Nandi treats us all right and pays us well. I just spent most of my paycheck on Raptidon acid. Alles klar. Ich ziehe mir auch immer komisches Zeug rein, ne? Da geht auch mein ganzes Gehalt drauf. Ist es normal für dich, dein Geld für Raptidon-Teile auszugeben? Laws, no. Sometimes it's canid teeth, or a mantis worm wings. Whatever Sebastian has in stock, really. Warum kaufst du so viel von diesem Sebastian? So I can talk to him, of course. He doesn't get going about much else. Sort of the strong, silent type. Unfortunately, my apartment's kind of filling up with his stuff. And some of the neighbors are complaining about the smell. Okay, vielleicht kann ich für dich mit ihm reden. Bitte ihn doch einfach um ein Date. I couldn't. What if he says no? Hey, maybe you could ask him for me. I mean, a no would still be bad, but it won't be quite as embarrassing if you ask. Oh, Mr. Nandi's doing that thing where he breathes through his nose real slowly. I'd better get back to Ich work. wollte eigentlich noch was anderes, ne? Poster und so. Halt, ich bin neugierig. Was findest du an Sebastian? He doesn't talk much, but he's got this quiet intensity, you know? Like there's stuff going on inside his head that you have no idea about. Plus, he's got great legs. It's hard to find a man who doesn't skimp on lower body exercises. Ja, don't skip leg day, ne? Also seine Waden turnen sie an. Möchtest du wirklich mit jemandem zusammen sein, mit dem du nicht reden kannst? Ja, okay, ich glaube, das ist nicht immer ein Nachteil, ne? Andere Mütter haben auch schöne Söhne, Silia. Keine weiteren Fragen. Sorry, sometimes I get carried away. Ich weiß ganz genau, was bei dir durchgeht, ne? Have you talked to Sebastian yet? What did he say? Nee, habe ich nicht, aber Grimm hat mich gebeten, dich nach seinem Wurfballposter zu fragen. You know, sending you is the first bright idea I've seen from that man, because I told him to stop bothering me about it a week ago. I still don't know anything about it, but if you want to help him, Velma's the one to ask. She's in the warehouse. Okay, auf zu I'll Selma. warn you, Grimm wore her patience thin a long time ago. Jupp. Was werde ich tun? Jetzt müssen wir mit Velma sprechen. Die ist im Lager drinnen. Kommen wir hier rüber? Natürlich nicht. Und da mute ich mich normalerweise. Velma. Hey, Velma, I got your caffeinoid pills. You're a lifesaver. Hope Abigail didn't give you a hard time. Just the usual. Any word on Braxton?
Nothing. Don't know how much longer I can cover for him either. Give me those pills, will you? Here you go. You know, you might consider a real night's sleep instead. Ja, wenn die Schicht niemals ändert, ne? Wie soll man da schlafen, Junge? Look, you can tell Catherine the new shipment will be ready when it's ready, all right? She's welcome to come up here and pack boxes herself if she's in such a hurry. Ja, immer mit der Ruhe. Ich sehe mich nur um. Catherine meinte, sie würde dich auch in eine der Kisten stecken, wenn du weiter so über sie redest. Ja. Did she now? Well, I can see I was mistaken. Because if Catherine really had sent you, there'd be a lot more expletives in your message. I hope you can forgive my temper. This job has been running me ragged lately. First, my autoloader foreman stages a walkout, and now my chief pescatological health manager is missing. Ja, dann mach doch einfach Urlaub oder so. Denn was? Ich wollte dich nach Grimms Poster fragen. Was war mit dem Vorarbeiter? Auf alle Fälle, dein was? Gesundheitsmanager? Braxton. He's in charge of getting the fish fat, but also making sure they don't get too many tumors. He's a real wizard with pharmaceuticals, but he has creative notions of working hours. Comes with living in a free colony, I guess. Ja klar, hin und wieder Urlaub machen und so. Er kommt irgendwann zurück. Freiheit kann man nicht einschränken. Dafür habt ihr doch garantiert Regeln, oder? Wenn du das sagst, dann spüre ich ihn auf und ziehe ihn an den Haaren zurück. Nee, aber er kommt bestimmt zurück. I can't keep working double shifts either. Since you don't seem to be constrained yourself, maybe you could check up on him. He lives in the apartments. Tell him Velma said to get his lazy ass down here, or she might start noticing those extra drugs he's been taking from supply. Something else on your mind? Ja, eigentlich schon. Ich wollte nach Grimms Poster fragen. This again? I swear, this is the last time I contract for any special requests. You can tell Grimm his poster came in. You can also tell him I got a better offer for it. So now it's going to Nell. That about cover it? Wer ist Nell? She runs the betting parlor across the way. Nice professional lady. She asked me about the poster once. Just once. Made a real generous offer, too. Ist halt auch nicht die feine Englische, ne? Es geht also nur ums Geld. Sie klingt irgendwie einfacher vom Umgang her. Nee, aber es geht also nur ums Geld. Damn right it is. Du hast das Poster aber noch, oder? It's staying locked up in my office until Nell shows with her money. Du gibst Grimms Poster einfach jemand anderem. Hat er nicht schon dafür bezahlt? No. I paid Sublight for it. So, it's mine. And when Nell pays me for it, it'll be hers. Grimm may have asked for the poster, but it's not his until I take his money. Na, wir können uns doch sicher einigen. Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Die Geschäfte laufen schlecht, wenn die Nachbarn einen hassen. Sieh die Sache als Investition. Na, ich helfe dir, doch Braxton zu finden, oder? Ist das nichts wert? Ich gebe dir 892 Bits für die Zeit, die Grimm dich gekostet hat. Er bezahlt natürlich noch für das Poster. Ich helfe dir, Braxton zu finden, oder? Ist es das nicht wert? Sure. And once you finish helping me, then we can talk about the poster. Okay. Fine by me. Was war mit dem Vorarbeiter? Caleb Herrick runs the autoloader operators. He thinks I don't pay them enough for flipping switches and turning dials. He and his whole crew walked out. Say they won't come back unless I pay them more. Ja, es geht halt immer nur ums Geld, ne? So, alle klar? Dann müssen wir jetzt als nächstes... wir können es wahrscheinlich klauen, ne? Aber das will ich nicht. Ich will es mir nicht verscherzen. Jetzt müssen wir mit dieser komischen Typin reden. Mit Nell. Jo, Nell. Alles klar. Du schaust. Okay. Ballsport. Ooh, you're the new face. Wow, you must be up on all the latest tossball games. So who do you follow? Wait, don't tell me. You look like a Hammersmith Thunder fan. No, Glacial Age Mammoths. Eigentlich geht mich das den Feuchten an, ne?
Es interessiert ihn genau Nüsse. Sie sind alle richtig klasse. Ich spiele für Anticlio Starlings. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin nicht hier, um über Teams zu quatschen. Wer hat die Zeit, erwachsenen Männern und Frauen dabei zuzusehen, wie sie Bälle mit Stöcken schlagen? Nee, aber ich spiele für Anticlios, ne? I'd heard they'd gotten a new hacker. Is that why everyone's making such a fuss about you? But what are you doing on Monarch? Wir machen eine Freundschaftstour durch Halcyon. Treffen unsere Fans in der ganzen Kolonie. Maybe we're not so isolated as I thought. So, what can I do for you? Velma sagte mir, du hättest Grimm bei einem signierten Wurfballpost überboten. Du sagtest, ich hätte Probleme, Übertragungen von Wurfballspielen zu empfangen. Ja, Velma hat mich geschickt, ne? Signed by the Black Hole himself. There's no way I could pass that up. Why, did you want to see it? I don't have it yet. I'm waiting on a few customers to pay up before I can give Velma the bits. Okay, Grimm arbeitet für MSIs Sicherheitsdienst. Stell dir vor, er würde sich plötzlich dein Geschäft hier mal genauer vorknöpfen. Wärst du an einem Tausch interessiert? I don't know. This isn't just some poster. It's a genuine tossball artifact. The Black Hole doesn't even sign things anymore. He just puts a stamp on them. Of course, the only reason I asked Velma about it in the first place was because those Sublight fellas lost my shipment of official tossball jerseys. I was gonna line the walls with them. They're the new ones, now with authentic game time aroma. Ich liebe dieses Wettkampfaroma. Authentisch heißt das, die Spieler schwitzen da rein? Ist ja ekelhaft. Of course not. No, authentic means close enough to be the real thing, but not actually the real thing. Everyone knows that. Anyway, I guess they tried to take a shortcut around Amber Heights and ran into some trouble. Can't blame them for trying. Those iconoclasts never shut up. But they lost a bunch of cargo, including my jerseys. If you could get those for me, I might let Grimm have that poster. Ich werde sehen, was ich tun kann. Only if it doesn't get in the way of your busy schedule. To think, a famous tossballer like you helping little old me. What can I do for you? Du sagtest, ihr hättet Probleme, Übertragung von Wurfballspielen zu empfangen. Ich bin ja natürlich professionell Wurfballspieler und natürlich musst du auch mein Spiel sehen können. Das kann ich ja gar nicht ab. Graham's always filling the airwaves with this propaganda. Like it's done him any good. All it means is the tossball games get to us in fragments. Makes them real hard to watch. Ja, okay. Helfen halt nicht. Aber es ist einfach so dieser Klassiker, ne? Ich will es halt nicht klauen einfach. So, jetzt müssen wir das eine Ding hier abholen. Warte mal. Vel meinte, sie würde das Post überlassen, wenn du ihre verschwundene Lieferung Wurfballtrikots wiederfindest. Dies sollten in der Nähe von Amber Heights zu finden sein. Okay, warte mal. Ist Amber Heights hier? Amber Heights. Jo. Es ist halt immer so, typisch RPG, ne? Von einer Quest, dann kriegst du die nächste und nächste und nächste, bis du dann irgendwann mal zu deinem Ziel kommst. Nell. Trikots. Die brauchen wir. Das heißt, ein paar Nieten wegnieten, ne? Munition ist ja gerade relativ günstig. Ist nicht so das Thema. Ich sag doch, Munition ist günstig. Mag Dietrich. Ach ja, Bitmodule und Co. Munition nehmen wir auch mit. Schadet ja nicht. Echt ein pralles Lager. Ist halt echt angenehm, dass wir jetzt kaum noch Magdietrich und sonst irgendwas brauchen, ne? Jetzt müssen wir wieder zu Nell. Adrena Time.
Twice the speech, half the price. Adrena. Aber warum sind heutzutage Werbeposter oder sonst irgendwas nicht so episch gemacht? So dieses Retro-Moderne, ich mag das total. Oh Mann, jetzt ist er Klugscheißer, ne? Jetzt hat er die Wahrheit, oder seine Wahrheit gefunden und jetzt Klugscheißer der, ne? Jo, da sind deine Trikots. Here to catch a game? I'm afraid the transmission's still pretty bad. What can I do for you? So als würdest du uns nicht kennen, wir sind berühmter Wurfballspieler. Ich habe deine Trikots. Really? Wait, let me just take a sniff. Oh yeah, that's the good stuff. Just let it waft right into your nostrils. That's the smell of pure, unfiltered sportsmanship, baby. Tell Velma that Grimm can keep his poster. I've got all I need right here. Alles klar. Jetzt können wir zu Velma zurück. Aber ja doch, sie haben da reingeschwitzt oder sonstige Körperflüssigkeiten reingeschmiert und sie hat sie gekauft. Ne? Das heißt, geil. Körperflüssigkeiten von Wurfballspielern. I'd give you a friendlier welcome, but I'm up to my elbows in salt tuna guts. Who spat in your spirits, Velma? You notice my mood? I'm surprised you can see straight today. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Will you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition? Anyway, what do you folks need? Ich will das Kackposter haben, wegen dem ich vor 5 Minuten da war. Können wir uns wegen... warte mal. Können wir uns wegen dem Poster irgendwie einigen? Falsch. Caleb Herrick runs the autoloader operator. He and... Ja, wieso zahlst du nicht einfach mehr? Because we've got a budget, all right? And in case you haven't noticed, MSI doesn't exactly have a lot of spare bits on hand. Okay. Kann ich für dich mit Caleb raiden? You mind slapping him around a little while you're at it? I'm joking. Mostly. Unless you can do it without hurting his job performance. If you can find a way to get him back to work, I'll make it worth your while. Check the yacht club. He's usually there. Also er verdient so viel, dass er im Yachtclub ist. Aber regt sich auf, dass er zu wenig verdient, obwohl er im Yachtclub ist. Aber können wir uns irgendwie wegen dem Poster einigen? Sure can. If you want to pay me more than Nell's offering. Nell hat kein Interesse mehr an dem Poster. That's a surprise. Tossball being part of her business and all. Take the poster then. And if I never hear another word about it, it'll be too soon. Something else on your mind? Hätten wir es nicht gleich sagen können, einfach anlügen, die will es ja eh nicht. Reden wir über Caleb? Unless you're here to tell me he's agreed to do his job again? Okay, ja. Gehaltserhöhung, ja, verrichten harte Arbeit. Hard workers? They turn dials and flip switches. The machines do all the actual work. Caleb and his crew have it better than anyone else around here, I'll tell you that much. Okay, wieso kannst du ihm nicht einfach mehr Gehaltserhöhung geben? I don't have the bits for it, plain and simple. Besides, if I make an exception for him, I gotta do the same for everyone. If Caleb wants to keep this job, he'd better get back to it. I'm about ready to hire sublight contractors at this rate. Wenn es funktioniert. Eventuell wird letztendlich von den vielen Kleinbeträgen Wind bekommen. Die werden dich dafür verantwortlich machen. Maybe so, but I bet you Caleb runs out of bits first. Then he'll have to come back. He says he's got a stash to tide his crew over. Could be he's all talk, but if the money's real, I bet you he keeps it at home. Near the diner. Vielleicht könntest du ihm auf halbem Weg entgegenkommen. For running me ragged while he takes an extended leave at the bar? Not on your life. Alles klar. Fine by me. Dann mal bis später. So, wir müssen jetzt zu Grimm. Was war mit Grimm noch schnell? Liefere das Wurfballposter an den ab. Blumen für Sebastian.
Braxtons. Ja, das ist das eine. Machen wir mal Bruder Grimm fertig, ne? Grimm. Dann war das mit dem Poster erledigt. Ach, der wartet eh schon hier. Have you had time to check on that poster yet? I keep wondering if it's come in. Ja, du kleine Nervensäge. Hier, bitte. Would you look at that? The Rizzo's logo is nice and bright, and you can still smell the ink on Mr. Holcomb's signature. I can't thank you enough. Still, you can have the bits I was going to spend at the bar this week. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use it these days. Oh, danke schön. Das ist sehr nett von dir. Alles klar, welche Mission als nächstes? Jetzt haben wir das mit dem Wurfballposter auch abgeschlossen. Machen wir das mit Braxton. Als nächstes, wo müssen wir da hin? Wohnung. Einfach mal ein kleiner Einbruch, ne? Ist ja nichts Besonderes. Ein bisschen Einbruch, ne? Hausfriedensbruch, Beine brechen. Das sind halt Geldeintreiber. Wir sind Söldner, wir sind für alles zu haben, ne? Oben oder unten? Entschuldigung, Laura. Falsche Wohnung. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen. Magnum? Ne, brauchen wir nicht. Bitmodul. Hastig gepackter Koffer. In diesen Koffer wurden mehrere zerlumpte Sätze Kleidung, alle von gleicher Farbe und gleichem Schnitt gestopft. Okay. Die Ratte aus Edelstahl? Das ist ja wieder was anderes, ne? Ich glaube, wir müssen noch zu Laura. Oder? Aber da ist auch nur... Ne, aber da müssen wir nicht hin. Ja. Hat die keiner gesehen, ne? Es ist nichts passiert. Ja, moin. You startled me. Don't sneak up on a person like that, huh? Ich habe die Tür nicht gerade leise aufgemacht, ne? Ich suche nach Braxton. Hast du ihn gesehen? Braxton. I've never even heard of a Braxton. Got nothing for you, sorry. Mhm. Ganz ruhig. Er steckt nicht in Schwierigkeiten. Ich möchte mich nur mal mit ihm unterhalten. Oh, in that case, he told me he was delivering to this house in the ruins south of town. Whole family had fallen sick and he had some meds on hand. So maybe look for him there? Na, das ist alles, was ich wissen wollte. Viel Spaß noch beim, was immer du machst. Und nach Braxton suchen wir aber in der nächsten Folge von The Outer Worlds. Wir sind nämlich schon wieder beim Überziehen und die Folge ist rum. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.